hier fahre ich eine andere Linie, hier kann ich mehr Speed mitnehmen und hier, wo er so weit ausholt, steche ich auf jeden Fall innen rein. Servus Freunde des gepflegten Motorradsports und liebe Hobbyracer, willkommen zum neuen Video. Ja, wer die letzten Videos verfolgt hat, der hat gesehen, dass ich auf diversen Events gewesen bin und dass dann noch eine Sache aussteht. Auf einigen dieser Events war ich das Funrace mitgefahren. Das gilt es natürlich jetzt auch noch nachzukommentieren und heute schauen wir uns das Rennen aus Brünn an. Ihr habt es gesehen, ich war das erste Mal in Brünn gewesen, das heißt, das ist auch mein erstes Rennen in Brünn. Ich musste erstmal reinfinden, aber lasst uns gar nicht lang rumlabern, sondern ab direkt ins Rennen. Wir starten mit der Warm-Up-Lap und ihr seht, wie das Rennen bei mir verlaufen ist. Viel Spaß dabei! Ja, ihr seht's, der Warm-Up-Start ist soweit ganz gut gelaufen. Ich bin ordentlich weggekommen und habe das Ganze ganz normal hier mit der Kupplung gemacht. Das heißt, hier war noch nichts mit Launch Control oder ähnlichem. Das habe ich dann in späteren Rennen erst ausprobiert und geübt. Hier bin ich ganz klassisch gestartet mit der Kupplung und so gut wie ich hier beim Warm-Up-Start weggekommen bin, galt es dann natürlich auch beim richtigen Start wegzukommen. Deswegen springen wir direkt vor zum richtigen Rennstart. So, ich habe meinen Startplatz gefunden, habe mich konzentriert, Blick auf die Ampel nach vorne und versuchen genauso gut zu starten wie eben beim Warm-Up. Ampel geht aus und los geht's. Ja, da habt ihr schon gesehen, leider Start verkackt. Das Motorrad ist zweimal direkt zum Wheelie hochgegangen. Dumm gelaufen, dazu wusste ich noch nicht, wie gut kann ich denn in die erste Kurve reinhalten und habe direkt diverse Plätze verloren. Aus der ersten Kurve raus, den Berg hoch, habe ich mich direkt wieder ein bisschen gefangen und gleich wieder ein paar Plätze gut gemacht. Und ihr seht es hier, auf der Innenbahn versucht die rote Yamaha noch reinzustechen. Aber ich mache die Tür zu, halte mich jetzt für die nächste Rechtskurve auf der Innenbahn und behaupte den Platz. Da vorne seht ihr es jetzt direkt, da kam es auch schon zum ersten Sturz, da kommen die ersten Staubwolken. Aber das müssen wir jetzt mal beiseite lassen und uns auf unser eigenes Rennen konzentrieren. Und versuchen den Anschluss ans Feld wiederherzustellen. Da konnte ich mir direkt auch noch den nächsten Platz wieder zurückerobern und habe dann versucht, ins Omega rein bei den Leuten dran zu bleiben. Bis hierhin hat das Feld sich jetzt auch schon weitestgehend so ein bisschen sortiert und für mich galt es einfach nur dranbleiben. Die Bergaufpassage dann hoch konnte ich mir jetzt den nächsten Platz wieder gut machen und konnte an dem Kollegen innen vorbeigehen in die erste Schikane rein. Ich hätte euch hier gern die Platzierungen genau eingeblendet, aber leider war das Fahrerfeld so groß und dadurch, dass ich beim Start so weit zurückgefallen bin, habe ich den Überblick verloren, auf welcher Position ich war. Und dann auch, mit welcher Überholung ich auf welchen Platz mich vorgefahren habe. Deswegen seht es mir leider nach, wir müssen so mit Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das Rennen macht euch trotzdem Spaß zu gucken. Damit war die erste Runde von 8 dann schon geschafft und weiter ging es dem Feld hinterher. Ihr seht, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich dann doch schon ein bisschen Abstand zum vorderen Feld und versuche das jetzt erstmal wieder zuzufahren.
Und hier seht ihr es bei der Bergaufpassage vor der ersten Schikane, wo ich vorher in der Runde einen Platz gut gemacht habe, muss ich jetzt leider wieder einen Platz abgeben. Der Kollege ist super innen reingestochen, wunderbar gemacht, schöner, sauberer Überholvorgang. Weiter ging es für mich, das vordere Feld war so weit weg, deswegen ging es mir jetzt erstmal darum, Platz halten, so gut es geht verteidigen und weiter dranbleiben. Ja, ihr seht, der Kollege vor mir ist deutlich schneller, hat wesentlich schnellere Zeiten gefahren. Da war einfach keine Chance für mich, da irgendwie dran zu bleiben. War mein erstes Mal Brünn. Ich wusste noch nicht, was, wie, wo gefahren werden muss, wo ich richtig genau einlenke. Und im Allgemeinen muss ich sagen, hat mir Brünn irgendwie auch nicht so richtig gelegen. Man merkt das. So, und hier oben auf der Kuppe, Kurve 3 auf Kurve 4 beim Umlegen, da passiert es auch schon wieder. Ich werde schon wieder überholt, innen sauber durch, wunderbarer Überholvorgang, leider zu meinem Nachteil. Auch hier seht ihr es, der ist ebenfalls deutlich schneller wie ich, macht sofort eine große Lücke auf. Ich versuche mir was abzugucken, ich versuche irgendwie dran zu bleiben, aber irgendwie war der Wurm drin und es hat nicht sollen sein. Wieder weiter zurückgefallen und keine Chance gehabt, da irgendwie den Anschluss wieder zu finden. So ging es dann eine ganze Zeit lang weiter und ich bin den zwei vor mir hinterher gehäschelt und habe versucht, irgendwie was zu lernen, meinen Fahrstil zu verbessern, meine Rundenzeiten zu verbessern, um irgendwie wieder anzuschließen und vor allem, um keine weiteren Plätze zu verlieren. Eine Runde später, ihr seht den Berg hoch auf Kurve 3 zu, werde ich schon wieder überholt. Der Kollege auf der weißen Cover sticht innen rein, hat mega viel Platz, ich bin einfach viel zu früh auf der Bremse und er kann sich meine Position sichern. Diesmal habe ich aber gemerkt, er ist nicht deutlich schneller wie ich, fährt mir nicht direkt weg. Und ich wollte auf jeden Fall dranbleiben und mir gegebenenfalls den Platz wieder zurückerobern. Vor allem ist mir hier direkt aufgefallen, dass er das Omega komplett anders fährt wie ich. Er holt von weit außen aus, um dann spät die Kurve zu schließen. Wohingegen ich die Kurve viel mehr in einem V und viel enger gefahren bin. Da habe ich gesehen, bin ich schneller, wobei er wiederum dann beim Rausbeschleunigen und an vielen anderen Passagen schneller war. Das heißt, hier hat sich ein schöner Zweikampf angefangen zu entwickeln. Ihr seht, seine Cover läuft auch echt gut. Wir haben uns danach, nach dem Rennen noch unterhalten, was für ein geiles Battle wir hatten. Schöne Grüße gehen raus. Er hat mir erzählt, dass er seine Cover kurz vorher erst komplett geschrottet hat und dann in der Nacht- und Nebel-Aktion das ganze Ding irgendwie wieder aufgebaut hat. Mit wilder Weltreise quer bis Österreich,
alles an Teilen holen, wieder zurückfahren, zusammenbauen und, um am Ende das Ding doch wieder zusammenzunageln und wieder zu fahren. Respekt geht auf jeden Fall an der Stelle raus für die Aktion. Ja, und hier seht ihr es, bin ich wieder richtig eng dran. Da habe ich mir gedacht, okay, ich bleibe jetzt so richtig nah dran, wie es geht, um dann an einer geeigneten Stelle wieder an ihm vorbeiziehen zu können. Auch wenn er an den Kurvenausgängen ordentlich Meter macht, bin ich auf der Bremse dann doch immer wieder nah genug an ihm dran, sodass er mir nicht wegfahren kann. Und ich habe ihn genau taktiert und analysiert, um rauszufinden, wo ich an ihm vorbeifahren könnte. Ja, und dann hier bei der Einfahrt ins Omega war es dann soweit. Ich habe mir gedacht, okay, hier fahre ich eine andere Linie, hier kann ich mehr Speed mitnehmen und hier, wo er so weit ausholt, steche ich auf jeden Fall innen rein, und um mir meinen Platz wieder zurückzuholen. Das hat auch wunderbar geklappt. Ich bin wieder vorne und ich habe Pech gehabt. Tja, war nur von kurzer Dauer. Die nächste Kurve war es dann schon wieder soweit. Er konnte sich innen reinstellen. Ich habe die Tür nicht zugemacht und da war er wieder vorbei. Kurzes Gastspiel für mich auf dem Platz. Davon habe ich mich aber nicht unterkriegen gelassen, sondern bin weiter dran geblieben und habe nochmal auf eine weitere Chance gehofft, um nochmal irgendwo an ihm vorbeiziehen zu können. Ja, hier Ende Start Ziel, habe ich gedacht, okay, es könnte reichen, ich könnte reingehen, aber habe dann doch am Ende nicht die Eier gehabt, voll durchzuziehen. Hätte wahrscheinlich sogar gepasst, er hätte wahrscheinlich mir auch den Platz gelassen, aber in dem Moment habe ich einfach nicht gefühlt. Deswegen dann doch nochmal zugemacht und zurückgezogen. Weiter ging es wieder die Kuppe runter Richtung Omega und ich habe mir gedacht, jetzt versuche ich es nochmal. Das gleiche Spiel wie vorher, die Kurve gehört mir. Allerdings hat er hier aus seinen vorherigen Fehlern gelernt, hat die Linie dann doch wieder ein bisschen enger zugezogen, sodass für mich keine Möglichkeit war, da nochmal innen reinzugehen. Ja, und am Kurvenausgang dann Richtung Kurve 8 war er dann wie immer schneller und hat da wieder richtig viel Speed mitgenommen, ist schneller durch Kurve 8, 9 durchgefahren. Und damit war es dann schon schwierig für mich, da nochmal irgendwie ein Überholmanöver zu starten. Ihr seht's, Kurvenausgänge, die Lücke geht auf, ich komme nicht hinterher, ich bin zu langsam am Gas, ich kann die Lücke nicht mehr schließen. Er fährt vorne raus, ich fahre hinterher.
Und leider bleibt es dann am Ende auch genau bei dieser Platzierung. So fahren wir dann also hintereinander ins Ziel. Er hat seinen Platz verteidigt. Well done, super gemacht, top Job. Ja, für mich war nicht mehr rauszuholen, was soll ich sagen. Mein erstes Rennen in Brünn ist dementsprechend so verlaufen. Und ich bin aber trotzdem völlig zufrieden mit dem Rennverlauf. Alles sitzen geblieben, nichts kaputt gemacht, alles heile geblieben. Schöne Fight gehabt und so entspannt ins Ziel gefahren. So hat es Spaß gemacht, so wollen wir mehr. Mit dem Kollegen oben dann nochmal High Five gegeben für ein geiles Rennen, Spaß gehabt. Ja, und dann ging es zurück, ab in die Box. So viel zu meinem ersten Rennen aus Brünn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Like da lassen, unten kommentieren und vor allem den Kanal abonnieren. Die nächsten Wochen folgen nämlich eine ganze Reihe weiterer Rennen und sowieso in Zukunft immer viele weitere interessante Videos. Wenn ihr jetzt noch Bock auf ein weiteres Video habt, dann schaut euch mal hier das Video aus Rijeka zum letzten Event an, wo ich mich so richtig auf die Fresse gelegt habe und das Motorrad sogar in Flammen aufgegangen ist. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.